Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur brandneuen und sehr speziellen Sigma BF. Sigma BF, das BF steht für Beautiful Foolishness und dafür steht die Kamera auch. Also sie ist meiner Meinung nach wirklich sehr schön. Foolishness, das lässt sich ja so ein bisschen übersetzen mit Dummheit, Torheit oder sowas. Die Kamera hat so ein paar Sachen, wo man sich natürlich drüber aufregen kann. Wenn man aber weiß, wie man damit umgehen muss, dann ist es eigentlich eine relativ coole Kamera. Die Kamera lebt von ihrem Design. Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, wir haben ein Gehäuse aus einem Aluminiumblock gefräst. Das Fräsen von dem Gehäuse alleine soll wohl so um die 7 Stunden dauern. Und es gibt Aussagen im Internet, die sagen, es werden nur 9 Kameras am Tag gebaut. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die haben gesagt, der Wert, den hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Es können ein paar mehr Kameras sein, wenn die Produktion gut läuft, aber es werden nicht allzu viel mehr sein. Also es ist schon eine sehr spezielle Kamera und die wird wohl auch nicht so verbreitet werden. Sprechen wir also als erstes mal über das Handling von diesem Aluminiumblock. Ihr habt hier hinten so eine kleine Daumenstütze und hier vorne, ihr seht, ihr habt hier so eine Struktur und die bietet euch eine gewisse Griffigkeit, ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt auch nicht so griffig, wie wenn hier jetzt wirklich ein Griff wäre. Aber ich sag's mal so, mit diesem Muster hier vorne und dem Daumengriff hier hinten lässt sich das Teil schon sehr gut halten. Natürlich das Gehäuse ohne Objektiv, da haltet ihr das in der Hand und habt gar keine Probleme. Ich habe jetzt hier das 50 mm drauf, das bringt ein bisschen Gewicht mehr mit, also nicht allzu viel, aber es ist halt ein bisschen mehr Gewicht und auch nach vorne. Da merkt man, okay, es könnte besser in der Hand liegen. Aber ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Also die Kamera liegt wirklich eigentlich sehr gut in der Hand. Jetzt ist es so, ihr habt eine sehr, sehr gute Verarbeitung. Das ist wirklich sehr, sehr wertig. Das muss sich auch nicht vor Kameras wie Leicas oder so verstecken. Das ist hier wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Body. Alles richtig schön, ich nenne es mal, maschinell gefertigt. Hier die Kanten sind abgerundet und so weiter. Die Kanten, wo ihr mit der Hand drauf liegt, sind abgerundet. Ihr habt hier auch immer eine Phase an dem Block. Das wäre natürlich sonst ganz schön übel. Aber es ist so, wenn ihr auf der Couch liegt und ihr guckt euch die Bilder im Liegen an, dann wollt ihr auf jeden Fall vermeiden, dass euch die Kamera aus der Hand rutscht und euch ins Gesicht fällt oder sowas, weil die Kanten sind zwar abgerundet, aber die können trotzdem sehr, sehr wehtun. Also es ist so, die Kamera ist kein richtiger Handschmeichler. Es gibt sicher Kameras, die sehr viel besser in der Hand liegen, aber man kann damit arbeiten. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Kamera hier in schwarz und die gibt es auch noch in, ich nenne es mal purem Aluminium, also ich glaube, die ist dann komplett unbearbeitet und das sieht die natürlich sehr besonders aus. Hier im Schwarz, da habt ihr wirklich was Schlichtes, die fällt auch nicht so auf. Wenn ihr die andere Version in Silber oder Weiß, wie es auch immer genannt wird, habt, dann fallt ihr damit schon sehr auf. Wenn ihr da dann noch ein passendes Objektiv vorne drauf habt, das dann wirklich Silber, ja, in der Sonne strahlt, dann seid ihr damit unterwegs und es werden euch sicherlich die einen oder anderen darauf ansprechen. Das ist bei der schwarzen hier nicht ganz so. Ich müsste mal überlegen, das Silberne gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt hier eine schwarze bekommen. Das Schwarz an sich, das Schlichte, gefällt mir auch sehr gut, aber ich glaube, wenn ich mir die Kamera kaufen würde, dann vielleicht doch in dem speziellen Silber, weil es halt doch nochmal einen Tick mehr auf das Design setzt. Die Kamera an sich ist sehr schlicht ausgestattet. Also sie bietet euch nur 5 Knöpfe und ein Drehrad und es hört sich erstmal wenig an und das ist es auch. Aber meiner Meinung nach ist es auch völlig ausreichend. Ich komme damit sehr gut zurecht. Ihr habt noch einen Touch-Bildschirm, der ist, ich sag's mal so, ihr habt eine Touch-Funktion, ihr könnt da zum Beispiel einen Autofokuspunkt verlegen, ihr könnt aber nicht die Einstellungen direkt zum Beispiel verstellen. Das müsst ihr also mit dem Drehrad und den Knöpfchen machen. Das funktioniert aber auch sehr gut, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ihr wollt aber bei der Kamera auf jeden Fall ein Objektiv mit Blendenring verwenden, so wie ich jetzt hier das Sigma 50 mm f2 mit dem Blendenring aus der I-Series von Sigma. Das harmoniert einfach sehr viel besser mit der Kamera und ihr könnt die Blende am Objektiv verstellen. Ihr müsst also nur noch eure Verschlusszeit und wenn ihr vielleicht sogar mit Auto-ISO arbeitet, nur die Verschlusszeit verstellen. Dann harmoniert das Ganze sehr viel besser. Ihr habt hier hinten auch noch so einen kleinen, ich glaube es ist ein OLED-Screen, irgendwie sowas. Der zeigt euch eure Einstellungen, die ihr ausgewählt habt, auch noch an. Also zum Beispiel die Verschlusszeit, seht ihr da, könnt die direkt verstellen mit dem Drehrad. Das geht also sehr gut. Ihr müsst euch nur einfach auf dieses schlichte Konzept einstellen. Und wenn wir dann da nochmal zum hinteren Screen kommen, dann seht ihr schon, der ist nicht klappbar. Der ist nicht schwenkbar, nicht klappbar, der ist einfach fix. Und das hat wahrscheinlich einen Grund, Designgrund.
der fügt sich hier sehr schön in diesen Block ein und es sieht auch einfach sehr schön aus. Es ist nur einfach nicht so funktionell, wie wenn ihr jetzt einen Klappbildschirm habt. Es ist so, ihr habt 5 Helligkeitsstufen und eine automatische Helligkeitssteuerung und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn ihr draußen seid, bis zu einem gewissen Grad Sonnenschein könnt ihr hier auch noch abfangen. Nun muss man wirklich so ehrlich sein, wenn es wirklich sehr sonnig ist und das Ganze noch in einem schlechten Winkel steht, dann erkennt ihr einfach so gut wie gar nichts. Das ist ein bisschen schade natürlich, weil ihr eben auch keinen Sucher habt. Ihr müsst dann immer so ein bisschen tricksen. Das hilft euch aber nicht viel, wenn ihr zum Beispiel Aufnahmen am Boden macht oder auch noch Hochformataufnahmen am Boden macht, wo euch dann sogar noch die Hand beim Halten im Weg ist. Das ist natürlich so ein kleiner Minuspunkt, den man einfach beachten muss. Man muss sich immer ein bisschen mehr verrenken, sag ich mal, während dem Shooting, wenn die Sonne richtig scheint. Also sobald es bewölkt ist oder so, hatte ich da jetzt überhaupt gar keine Probleme mit dem Bildschirm. Und der Bildschirm an sich hat auch eine richtig tolle Wiedergabe. Die Auflösung ist super, also Farbwiedergabe meine ich. Die Auflösung und so weiter ist super. Das funktioniert sehr, sehr gut. Er ist hier halt schön eingebracht und die Kamera lebt halt von ihrem Design. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass da kein Klappbildschirm drin ist. Es ist halt ein Punkt, den man beachten muss. Viele Kameras bieten euch ja einen Hot Shoe, manche Kameras auch einen Cold Shoe. Die Kamera bietet euch No Shoe. Also ihr habt hier keine Aufnahme für einen Blitz oder auch für ein Mikrofon. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn ihr habt gar keinen Mikrofoneingang. Also wenn ihr ein Mikrofon befestigen wolltet, geht es nicht. Ihr könnt es auch nicht betreiben. Es lassen sich wohl einige USB-C-Mikrofone hier am USB-C-Port betreiben. Zu den Sachen, die fehlen, zählt auch die Speicherkarte. Ihr habt hier einen etwas über 230 GB großen SSD-Speicher verbaut und der ist sehr schnell. Also der lässt sich über den USB-C-Port auslesen und auch die Kamera an sich ist da richtig schnell damit. Ihr habt nur einfach keine Möglichkeit für eine Speicherkarte und das ist jetzt halt so eine Sache, nur über USB-C. Ihr müsst die Daten über USB-C auslesen, denn ihr habt auch kein WLAN oder Bluetooth hier an Bord. Da ist die Frage, geht es nicht durch den Alu-Block oder will man das vielleicht nicht, dass es einfach alles schlicht und einfach gehalten wird? Ihr habt es auf jeden Fall nicht und könnt deswegen die Bilder auch nur über den USB-C-Port von der Kamera laden. Die Kamera ist also wirklich nach Design aufgebaut und sie hat aber auch so einen kleinen Designmangel. Und zwar, ihr habt hier unten ein Stativgewinde. Ihr habt nur das Problem, wenn ihr eine passende Platte oder das Ganze irgendwo befestigt mit dem Stativgewinde, dann könnt ihr den Akku nicht mehr wechseln, weil die Betätigung für den Akku, dass ihr den entnehmen könnt, die lässt sich einfach nicht mehr erreichen, sobald ihr da irgendwie eine Stativplatte oder so drauf habt. Und das ist ein bisschen, da müsst ihr einfach drüber nachdenken, weil der Akku an sich hat jetzt auch nicht die Mega-Laufzeit. Der ist mit CIPA mit, ich glaube, 260 Bildern angegeben. Und ich habe den Wert locker erreicht, also ich war da schon drüber. Ich bin so irgendwo bei 350, 400 Bildern gelandet. Aber es ist wirklich so, auch wenn ihr mit der Kamera so ein bisschen rumspielt und gar keine Bilder macht, dann könnt ihr schon zugucken, wie der Akkustand so langsam abnimmt. Also das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass ihr da auch, wenn ihr unterwegs seid, einfach einen zweiten Akku vielleicht euch besorgt und den mitnehmt, weil die Akkulaufzeit einfach nicht so gut ist. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, ich kann es euch mal zeigen, der Akku ist halt auch einfach nicht so groß. Das wird wieder ein Designthema sein, damit das alles sehr kompakt gehalten werden kann. Ihr müsst halt einfach nur beachten. Auch müsst ihr dann noch ein bisschen was beachten. Ihr habt hier eine Aufnahme für eine Handschlaufe, sag ich mal. Ihr könnt hier eine Handschlaufe befestigen. Das geht ein bisschen schwieriger, weil ihr die da durchfummeln müsst, aber ihr könnt sie befestigen. Es ist nur leider so, ihr habt hier drüben keine Aufnahme. Das heißt, ihr könnt nicht wirklich einen Gurt verwenden. Und meiner Meinung nach würde das der Kamera sehr gut tun, wenn man einen Gurt verwenden könnte. Und ich würde auch sagen, hier vorne wäre vielleicht Platz dafür. Ich verstehe es nicht ganz, warum da nur die eine Aufnahme hier gemacht wurde, weil ich würde die schon gern hier so ein bisschen rumbaumeln lassen, wenn ich durch die Stadt laufe und die nicht immer nur in der Hand mit einer Handschlaufe halten wollen, weil eine Handschlaufe empfehle ich euch auf jeden Fall. Wenn das Ding mal runterfällt, dann das Alu, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Kratzer bleibt. Also deswegen so eine Handschlaufe einfach nur als kleine Sicherheit empfehle ich euch da. Wie gesagt, ein Gurt geht da leider nicht. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, die Tasten hier hinten, ihr habt ja nur 5 an der Zahl inklusive Auslöser. Hier hinten habt ihr Touch-Tasten, also ihr könnt da so leicht drauf touchen und da seht ihr zum Beispiel die Bildwiedergabe, wird dann nur kurz eingeblendet, solange euer Finger da drauf ist. Das wird bei anderen Kameras vielleicht gar nicht gehen, weil
die Bildwiedergabe bei denen gar nicht so schnell geladen wird. Durch den internen Speicher geht es hier aber ruckzuck. Die Kamera startet auch wirklich sehr, sehr schnell. Ich kann euch das hier mal einblenden, wie schnell das geht. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine andere DSLM-Kamera gesehen, die so schnell startet. Das ist schon sehr toll und hängt wahrscheinlich auch mit dem internen Speicher zusammen. Das war es jetzt also mal vom Äußeren. Schauen wir uns doch mal die inneren Werte an. Und da habt ihr einen 24 Megapixel Vollformatsensor. Den kennt man. Das wird vielleicht der Sensor aus einer Panasonic S5 II oder S9 sein. Ich weiß es nicht genau, aber so von den Werten her kann das schon sehr gut hinkommen. Und der Sensor an sich ist auch wirklich gar nicht schlecht. Also der macht eine richtig gute Arbeit. Ihr habt eine tolle Bildqualität. Was ihr beachten müsst, ihr habt nur einen elektronischen Verschluss und dadurch auch nur 12-Bit RAW-Files. Das ist halt so eine Sache, da ist in der Bearbeitung dann natürlich nicht so viel drin wie in 14-Bit RAW-Files, aber an die Grenze muss man auch erstmal kommen. Also der Großteil wird es wahrscheinlich gar nicht merken, ob das jetzt eine 12 oder eine 14-Bit RAW-File ist. Der Vorteil hiervon, die werden als DNG, also DNG-File abgespeichert. Das heißt, ihr könnt die mit so gut wie jedem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und bearbeiten. Das ist sehr schön. Gefällt mir auch. Ich konnte die Bilder gleich bearbeiten. Das ist eine gute Wahl, die Sigma da getroffen hat. Eine nicht so gute Wahl ist kein vorhandener Bildstabilisator. Also klar, ihr könnt ein Objektiv dran machen, das dann im Objektiv einen Stabi hat, aber die Kamera an sich bietet keinen IBIS, also keine Sensorstabilisierung. Und ich sag's mal so, im normalen Alltag bei Sonne draußen alles wunderbar, kein Problem. Da seid ihr bei Verschlusszeiten, die euch da, es spielt da keine Rolle, ob ihr da jetzt großen Stabi habt oder nicht. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist abends im Lowlight. Da kommt ihr dann in Verschlusszeiten, wo ihr das Ganze schon ein bisschen ruhiger halten wollt. Und der Nachteil hier halt ist auch, ihr habt keinen Sucher. Das heißt, ihr könnt das Ganze nicht mit dem Auge über eine 3-Punkt-Stabilisierung noch weiter stabilisieren. Ihr hebt die Kamera eigentlich immer so frei. Und da bekommt ihr natürlich schon sehr viel Verwacklung rein. Und da hätten IBIS schon gut getan. Jetzt kann es natürlich sein, oder es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es aus Platzgründen einfach nicht mit eingebaut wurde. Aber das ist ein Teil, der tut schon so ein bisschen weh, weil eine Stabilisierung, gerade wenn man die ganzen I-Series-Objektive von Sigma anguckt, die alle keinen Bildstabi bieten, hätte das schon sehr gut getan. Der Sensor 24 Megapixel im Vollformat hat da einfach den Vorteil, ihr könnt die ISO ziemlich hochziehen. Also ihr könnt die Verschlusszeit ein bisschen kürzer lassen und dafür die ISO hochziehen, denn ISO 6400 oder ISO 12800, die sind mit dem Sensor überhaupt gar kein Problem. Also da könnt ihr auch auf 25600 gehen oder sowas. Das geht da noch relativ gut. Also ihr habt eben eine große Sensorfläche mit relativ wenig Megapixeln und zur Not lässt sich da ja immer noch ein bisschen was in der Bildbearbeitung machen. Aber wie gesagt, ISO, Lowlight kann die Kamera schon sehr gut. Ihr müsst nur einfach auf die Verwacklungen aufpassen und das Ganze vielleicht von einem Stativ nutzen, wenn es dann wirklich in lange Verschlusszeiten geht. Ansonsten schafft die Kamera 8 Bilder pro Sekunde. Das ist für den Alltag eigentlich ausreichend. Also ihr habt hier keine Sportkamera, nenne ich es mal, auch wenn der Autofokus ziemlich gut ist. Ihr könnt jetzt hier natürlich kein Canon oder Sony Sportautofokus erwarten. Da ist der Sensor auch einfach zu langsam dafür. Das ist eben kein Stacked-Sensor. Aber der Autofokus und die Motiverkennung dazu ist schon wirklich sehr gut. Also der erkennt da wirklich Tiere, Menschen und so weiter sehr zuverlässig und zeigt euch da auch das Auge genau an, verfolgt das Ganze auch relativ gut. Ihr dürft eben keinen Sportautofokus erwarten. Es ist halt so, ihr müsst halt ein schnelles Objektiv hinspannen, damit da auch der Autofokus nacharbeiten kann. Also ja, das ist mit den I-Series-Objektiven so. Meine Tochter beim Spielen, die konnte ich da schon sehr gut verfolgen. Also sagen wir mal, ich hatte vielleicht 20% Ausschuss. Das hört sich erstmal viel an, aber bei 8 Bildern pro Sekunde sind dann doch ein paar Bilder dabei, die man noch weiter benutzen kann. Es ist, ja, ihr habt eine Motiverkennung und das funktioniert alles wunderbar. Und auch so die Erkennung selber, die hat einen Automodus. Das heißt, ihr müsst nicht mal umstellen zwischen Mensch und Tier. Es funktioniert im Alltag wirklich sehr gut, aber wie gesagt, für sportliche Sachen würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber es ist auch so, ich denke, niemand wird hier ein 300, 600 oder sowas vor die Kamera spannen, weil das ist dann einfach so unharmonisch und lässt sich
nicht unbedingt vorteilhaft bedienen. Es ist jetzt wirklich so, der Autofokus ist besser, als ich es erwartet hatte und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er mich irgendwo mal groß eingeschränkt hat. Bei der Bedienung ist es halt auch so, ihr könnt Autofokus über den kompletten Bereich auswählen oder ein eigenes Feld, ein einzelnes Feld wählen und das dann so verschieben. Ihr habt aber nicht irgendwie eine extra Autofokussteuerung oder sowas. Das heißt, ihr seid da auch nicht so schnell. Da ist also der Autofokus an sich im Tracking schneller, wie ihr wahrscheinlich ein Feld verstellen könnt. Alles in allem, die Kamera von der Bedienung her und vom Fotografieren her macht schon wirklich sehr Spaß. Also es ist so, sie lebt ein bisschen von ihrem Design, sag ich mal. Das Design ist halt da und darauf ist sie ausgelegt, also auch von der Bedienung her, gerade dass ihr nicht so viele Knöpfe habt und so weiter. Am Anfang mag das für jemand vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber wenn man damit mal eine Stunde oder so gearbeitet hat, dann hat man sich da sehr schnell dran gewöhnt. Und auch vom Menü her, wie schnell sich die Einstellungen eigentlich mit den wenigen Tasten ändern lassen, ist schon sehr, sehr gut. Also probiert es am besten mal aus. Wenn ihr da Bedenken habt, wenn ihr die Kamera kaufen wollt oder drüber nachdenkt, dass ihr die kaufen wolltet, weil euch das Design sehr gefällt, es ist halt wirklich so, die Kamera lebt vom Design, dann probiert das Ganze mal aus. Weil die Bedenken, wo ich zum Beispiel am Anfang hatte von der Bedienung her, ob ich damit wirklich so zurechtkomme, die waren ziemlich schnell weg. Und das macht dann wirklich schon sehr, sehr viel Spaß. Und zu den ganzen Sachen, ob sie fehlen oder nicht, was verbaut ist, was nicht, da will ich euch einfach mal meine ehrliche Meinung sagen. Ich wurde zum Beispiel im Forum gefragt, was ich denn an der Kamera vermisse. Und das ist eine sehr schwierige Sache, weil bei mir war es so, ich habe mich einfach darauf eingestellt, dass die Kamera lang nicht den Bedienungsumfang bzw. den Bedienungskomfort bietet, welchen jetzt eine andere voll ausgestattete Kamera zum Beispiel hat. Ich war darauf eingestellt und war dann wirklich sehr begeistert davon, was sich hier alles machen lässt. Jetzt ist es aber so, ihr habt keinen Sucher. Das ist ein Thema, das wird sicherlich einigen Leuten nicht passen. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm, weil ich eben, wenn ich die Kamera dabei hätte, wenn ich unterwegs bin, nicht wirklich einen Sucher brauche. Also klar, ein Sucher wäre immer schöner, gerade bei Sonnenschein oder so, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich vermisse den hundertprozentig, ich brauche sowas. Ein IBIS wäre natürlich toll gewesen, aber der ist wahrscheinlich aufgrund des Designs weggefallen und wenn man sich das mal anguckt, die Kamera ist einfach sehr dünn. Und da muss ich sagen, ich vermisse den IBIS jetzt nicht unbedingt und habe dafür wirklich lieber eine dünne, schöne Designkamera, weil dafür kaufe ich so eine Kamera. Also ich kaufe die Kamera sicherlich nicht für ihre ausreichend technischen Möglichkeiten oder sowas. Da gibt es andere Kameras, die günstiger sind, die eigentlich mehr bieten. Genauso auch das Klappdisplay. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich kein Klappdisplay habe und dann kann ich damit auch leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir unbedingt wünschen würde, oh, die Kamera soll ein Klappdisplay haben, weil dann eben auch dieses Thema Design flöten geht und sie sieht halt schon schick aus, da kann ich dann schon drauf verzichten. Genauso wie einfach alle anderen Arten von Anschlüssen, die hier fehlen. Das ist sicherlich dem Design geschuldet. Und wenn man die Kamera so kauft, dann muss man das einfach akzeptieren und ich habe da aber auch wirklich kein Problem damit. Bisschen was ist es halt mit dem USB-C-Port und dem Speicher, der verbaut ist. Das ist schön, dass da Speicher drin ist und der super schnell ist und dass der sich auslesen lässt und eben keine Speicherkarte drin ist. Wahrscheinlich wieder ein Platzproblem. Aber im Hinterkopf hat man immer noch so ein bisschen, was passiert, wenn der USB-C-Port defekt geht. Also wenn es da irgendwie ein Problem hat, dass das Kabel zu oft gewackelt hat oder was weiß ich was, dann habt ihr einfach gar keine Möglichkeit, auf eure Bilder zuzugreifen. Und das ist so ein Ding, das hält man sich natürlich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Jetzt hoffe ich einfach, dass, wenn ich mir die Kamera vielleicht kaufen sollte, der USB-C-Port so ausgelegt ist, dass der auch sehr gut funktioniert und einfach nicht defekt geht, also nicht ausfällt, weil sonst hat man schon ein bisschen die A-Karte gezogen. Das ist halt sowas, da kann ich einige Leute wirklich verstehen, wenn die sagen, eine kleine Micro-SD-Karte oder so hätte der Kamera noch gut getan, einfach nur zur Datensicherung. Ja, das ist ein Punkt, da kann man schon drüber streiten. Beim mechanischen Verschluss, da weiß ich nicht, ob das ein Thema von der Größe ist oder ob die den einfach aus Kostengründen weggelassen haben. Es ist so, wenn ihr viel in Kunstlicht arbeitet, dann werdet ihr mit Bändigen schon das eine oder andere Mal ein Problem bekommen, weil der Sensor einfach nicht so schnell ist. Ich habe das auch in Bildern festgestellt hier bei uns im Wohnzimmer. Ab und zu bei gewissen Verschlusszeiten konnte ich da ein bisschen Banding sehen.
Jetzt ist es so, ihr habt keinen mechanischen Verschluss. Ich habe den aber an der Panasonic Lumix S9 auch nicht und kann da auch leben. Also es ist nicht so, dass ich unbedingt einen mechanischen Verschluss bräuchte. Muss man halt auch beachten, wenn man über sowas nachdenkt. Bei der Akkulaufzeit muss ich persönlich sagen, die wäre jetzt für mich überhaupt gar kein Problem, weil dann nehme ich einfach einen zweiten Akku mit. Es ist selten, dass ich den Akku mit 400 Shots oder so an einem Tag leer kriegen würde, wenn ich die nur im Urlaub oder so ein bisschen unterwegs dabei habe, weil ich bin selten so lang unterwegs, dass ich nicht irgendwo die Chance hätte, da wieder ein bisschen was nachzuladen. Oder mit einer Powerbank über USB-C, das geht ja heutzutage alles sehr viel einfacher. Es ist natürlich so, ich würde mir auf jeden Fall einen zweiten Akku holen, einfach als Sicherheit, aber es ist für mich persönlich kein Problem. Ein bisschen mehr das Problem ist eben die zweite Halterung für keinen Gurt. Da muss man vielleicht tricksen, dass man die so irgendwie vor sich her baumeln lässt. Ich weiß es nicht. Das ist ein Punkt, den verstehe ich nicht so ganz, weil platzmäßig wäre sicherlich Platz gewesen. Wie gesagt, das sind aber eigentlich alles Dinge, auf die man sich einstellen kann. Jetzt ist es so, einige Leute werden sicherlich sagen, warum sollte ich 2000 Euro, 2400 Euro für eine Kamera ausgeben, die ein Alu-Block ist, die jetzt im Vergleich zu anderen Kameras gar nicht so toll in der Hand liegt und auch noch technisch nicht so die Vorteile bietet, wie es andere Kameras vielleicht haben. Und da muss ich einfach sagen, die Kamera würde ich jetzt kaufen, einfach vom Design her. Die sieht toll aus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Großteil der Käufer die Kamera einfach nur kauft, weil sie toll aussieht, weil sie zu ihrem Outfit passt oder sowas. Und dafür ist sie wahrscheinlich auch einfach nur gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es wahrscheinlich so, die Kamera muss nur einer Person gefallen, und zwar dem CEO von Sigma, der sich die wirklich sehr gewünscht hat. Und das hat sie sicherlich auch erfüllt. Also ja, es wird nicht so viel Stückzahlen davon geben, deswegen gehe ich davon aus, dass sie trotzdem vielleicht so einen kleinen Fuji X100 Mark VI Effekt hat und die einfach ziemlich lang ausverkauft ist. Kann natürlich auch ganz anders laufen und niemand will die haben, aber das glaube ich jetzt einfach nicht so. Weil im Ende ist es so, es kommt vielleicht so rüber, beziehungsweise wenn man das nachliest, dann wirkt es so, als wäre die Kamera, ja, wie ein untermotorisiertes Auto, sage ich mal. Aber so ist es nicht. Man kann mit der richtig toll arbeiten. Es macht Spaß. Wenn man die Bedienung mal draus hat, dann funktioniert es super. Und ich vermisse ja jetzt keine Daumenräder, Zeigefingerräder oder sowas, weil es lässt sich trotzdem alles sehr schnell einstellen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und das ist ja völlig ausreichend. Ich brauche nicht unbedingt WLAN oder Bluetooth. Klar, es wäre schön, wenn man das mal geschwind aufs Handy übertragen kann, aber dann nimmt man halt ein USB-C-Kabel. Und ansonsten habe ich hier eine simple, einfache Kamera. Das Menü ist komplett nicht überladen. Also ein Leica-Menü ist da dreimal so groß wie das Menü hier, und Leica hat schon wirklich ein sehr übersichtliches Menü. Also es ist einfach gehalten und Beautiful Foolishness, wie Sie es gesagt haben. Und das macht die Kamera schon sehr gut. Also es macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und man muss einfach sagen, ich finde die optisch mit diesem Alu-Block jetzt in Schwarz und in dem Silber sicherlich noch mehr einfach eine richtig schöne Kamera. Die hätte ich gerne in meinem Regal stehen. Wie gesagt, wenn man die jemand in die Hand drücken würde, der eine voll ausgestattete Kamera ist mit unendlich vielen Knöpfen hat, dann wird er einfach nur fluchen und wird das Ding am liebsten wahrscheinlich wieder wegschmeißen wollen. In Foren ist es so, da gibt es wahrscheinlich die einen, die das Design mögen und die Kamera so gern lieben, die anderen sagen, völlig unhandlich, sie bietet einfach nichts, was ich bräuchte, und da spalten sich die Gemüter, nenne ich es mal. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Jeder soll so seinen eigenen Geschmack haben. Mein Geschmack trifft die Kamera auf jeden Fall, nicht nur optisch, sondern auch von der Bedienung her gefällt es mir doch schon sehr. Es ist nur die Sache, 2400 Euro ist natürlich auch ein stolzer Preis, ist natürlich auch eine Frage von der Verfügbarkeit. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Kamera hole, weil ich hatte ja die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf eine Leica Q3 mit Wechselobjektiv. Das wäre eigentlich so meine aktuelle Traumkamera für Urlaube oder einfach Familienausflüge und sowas. Und da kommt die Kamera hier schon sehr nah hin. Das macht vielleicht auf den ersten Blick nicht so Sinn, auf den zweiten, abgesehen von der Auflösung, eigentlich schon. Mir gefällt es sehr gut. Es ist so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Leica-Style, aber es geht so in die Richtung und ich finde die teilweise
in manchen Dingen auch schöner als eine Leica. Und wie gesagt, sie trifft schon meinen Geschmack sehr gut. Das kommt jetzt vielleicht hier im Video auch so rüber, aber ich habe die negativen Teile auch angesprochen. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt nur die ganze Zeit über die Kamera träume, denn sie hat auch wirklich ein paar Sachen, die man einfach ansprechen muss, wo nicht so ideal sind. Aber insgesamt ist es schon eine schöne Kamera für mich. Und wie gesagt, auf die Videofunktion will ich eigentlich gar nicht so groß eingehen. Klar, ihr habt 6K und Log und ihr könnt in 10-Bit aufnehmen und ihr habt hier False Color und Verschlusswinkel und so weiter. Die Kamera könnt ihr schon zum Filmen nehmen, aber aufgrund der fehlenden Anschlüsse für Mikrofone und so weiter ist das natürlich wieder eine andere Sache und deswegen, ich habe die jetzt nicht groß zum Filmen verwendet. Klar, ich habe es ein bisschen ausprobiert, um mal die Qualität anzugucken. Aber für mich wäre es eigentlich eine reine Fotokamera. Und dann ist natürlich so, einige werden sagen, ja, Vergleich, die Kamera gibt es dafür, die gibt es dafür und sowas. Ich möchte die Kamera eigentlich gar nicht mit anderen Kameras vergleichen, weil es auch so ist, die Kamera kann man nicht mit anderen Kameras vergleichen. Es gibt nicht viel Vergleichbares mit so einem Design und so weiter. Und klar, eine Panasonic S9 oder sowas, die hat mehr oder weniger fast dieselbe Technik, bietet aber mehr Bedienelemente, die ist aber auch lang nicht so schön wie die Kamera und auch nicht so flach. Also von der Größe her ungefähr, aber wenn die nebeneinander sind, dann ist so eine S9, die schon wirklich klein ist, noch ein gutes Stück dicker. Ist aber so, wie gesagt, ich will gar nicht auf einen Vergleich eingehen, weil ich finde es der Kamera gegenüber unfair, weil sie einfach mehr ein Designobjekt ist, das schön aussehen soll und das macht sie auf jeden Fall. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe es wahrscheinlich jetzt auch schon öfters wiederholt. Ich hoffe, ihr versteht es. Ja, und dann war es das eigentlich jetzt auch schon von mir mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen rüberbringen. Ja, schaut euch die Kamera an, wenn sie euch gefällt. Dann könnt ihr euch das Ganze mal so ja, in euch gehen lassen. Ja, dann versteht ihr es vielleicht ein bisschen, warum ich teilweise ein bisschen über das Design geschwärmt habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Und wenn euch der Autofokus hier noch interessiert, ich werde dazu wahrscheinlich noch ein extra Video machen, wo ich nur mal den Autofokus komplett vorstelle, weil das schon sehr interessant ist, was die Kamera da macht. Und es heißt ja, dass noch was von Sigma kommt, was mehr zu diesem 300-600 f4 Objektiv passt. Also eine Kamera, die einfach schneller sein soll und sich dafür mehr anbietet. Und wenn die auf diesen Autofokus setzt, dann kann da schon was Ordentliches dabei rauskommen. Also das ist schon ganz cool. Ich werde auch noch ein extra Video nur zur Bedienung von der Kamera mal machen, dass man sich das Menü und so weiter mal angucken kann. Ihr könnt euch das gerne dann auch mal angucken. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.